In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man auf dem Chart einen Mausklick für ein Ereignis nutzen kann. Wir öffnen hier mal ein neues Chartfenster. Wenn ich jetzt hier klicke, dann passiert nichts. Ziehen wir einmal hier unten den Expert Advisor Simpler Mausklick auf unser Chart, bestätigen das mit OK und klicken. Dann bekommen wir hier eine Messagebox angezeigt, die sagt uns, das Chart wurde geklickt, X-Wert und Y-Wert. Und wir wollen uns jetzt einmal anschauen, wie man so etwas in MQL5 programmieren kann. Dazu klicken Sie im MetaTrader bitte hier oben auf dieses kleine Symbol oder drücken die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simpler Mausklick, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb dieser OnTick-Funktion hier gelöscht werden. Und auch die beiden Kommentarzeilen werden entfernt. OnTick ist die Funktion, die wir in der Regel nutzen, denn auch hier handelt es sich um ein Ereignis. Dieses Ereignis wird automatisch immer dann aufgerufen, wenn sich der Preis auf dem Chart verändert. Damit ist es eine sehr interessante Funktion. Aber es gibt durchaus auch noch andere Events. In unserem Fall nutzen wir hier OnChart-Event, da das Ereignis hier auf dem Chart ausgelöst wird, wenn ich mit der Maus klicke. Dieses Ereignis benötigt einige Parameter. Wir starten mit dem Begriff Const für Konstante. Der erste Parameter ist ein Integerwert. Und hier handelt es sich um die Ereignis-ID. Die werden wir später abfragen, um herauszufinden, welche Form von Ereignis ausgelöst wurde. Der nächste Parameter ist ein Long-Parameter. Und wundern Sie sich nicht, dieses kaufmännische Und hier am Ende ist kein Schreibfehler, sondern das ist die Art und Weise, wie in MQL5 Werte als Referenz übergeben werden. Der Name für diesen Parameter ist L-Param für Long-Parameter. Unsere nächste Übergabe ist ein Double-Wert. Dieser Parameter heißt D-Param, weil es sich um einen Double-Wert handelt. Und der letzte Parameter ist ein Text, also ein String. Der trägt den Namen S-Param. Und das war es auch schon soweit. Was können wir jetzt mit diesen Parametern anstellen? In unserem Fall prüfen wir, was für einen Wert die ID hat. Und zwar möchten wir gerne wissen, ob wir den Wert Chart-Event-Click geliefert bekommen. Und wenn das der Fall ist, dann nutzen wir eine sogenannte Messagebox. Die soll uns den Text ausgeben, Chart wurde geklickt, den X-Wert, der steckt in dem Parameter L-Param, den Y-Wert, der befindet sich im Parameter D-Param. Das hier ist nur die Überschrift. Und ganz zum Schluss nutzen wir MB-OK. Damit geben wir an, welche Art von Button unsere Messagebox haben soll. Uns reicht hier ein OK-Button. Wenn Sie soweit alles haben, dann können Sie hier auf Kompilieren klicken oder die F7-Taste drücken. Das hat bei mir hier funktioniert. Und wenn das bei Ihnen auch so ist, dann klicken Sie hier oben rechts oder drücken Sie die F4-Taste, um in den MetaTrader zurückzukehren. Im MetaTrader passiert zunächst einmal nichts. Dazu müssen Sie auf einem Chart erst mit Drag and Drop hier diesen Expert Advisor Simpler Mausklick aktivieren und mit OK bestätigen. Und wenn wir jetzt irgendwo klicken, bekommen wir hier unsere Messagebox angezeigt und auch die Koordinaten, an denen der Mausklick stattgefunden hat. Diese Informationen könnte man jetzt beispielsweise im halbautomatischen Handeln nutzen, um ein Ereignis auszulösen, einen Stop zu setzen
oder ein Objekt einzuzeichnen. Die Messagebox funktioniert übrigens nicht im Strategietester. Dafür würden wir den Command-Befehl nutzen. Und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie man mit Hilfe von einem Event die Koordinaten für einen Mausklick auf dem Chart ermitteln kann. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.